Ob Sie Ihr Fernglas neu kaufen, gebraucht kaufen oder Ihr bestehendes Fernglas einmal überprüfen wollen, es ist immer ratsam zu wissen, worauf Sie qualitativ achten sollten. Schließlich möchten Sie ja auch lange Freude an der Beobachtung damit haben. Und damit hallo zu einem neuen Video von Astroshop. Mein Name ist Markus Schenk. Wie erkennen Sie, ob Sie es mit Qualität zu tun haben oder nun ja mit minderwertiger Optik? Es gibt eindeutige Indikatoren dafür. In diesem Video haben wir Ihnen 10 Tipps zusammengestellt, mit denen Sie das ganz einfach herausfinden können. Doch zunächst wollen wir uns erstmal die Basics anschauen. Ein Fernglas besteht immer aus den gleichen oder zumindest sehr ähnlichen Bauteilen. Das ist schon seit der Erfindung durch Carl Zeiss im Jahre 1893 so. Trotzdem sollte man sich das mal anschauen. Wir klären gleich noch die kleinen, aber feinen Unterschiede. Das Objektiv ist der vordere Teil des Fernglases. Er besteht aus 2 oder mehr Linsen. Die Linsen bestehen aus verschiedenen Materialien mit unterschiedlicher Brechung und Wirkung. Ferngläser gibt es in verschiedenen Größen, meist liegen sie zwischen 25 und 50 mm Objektivdurchmesser, es gibt aber auch größere Feldstecher. Im Gegensatz zu einem Teleskop besitzt ein Fernglas ein Prisma. Warum das? Ganz einfach, ohne Prisma wäre es ein Teleskop und Teleskope haben die Eigenschaft, Bilder auf dem Kopf stehend abzubilden. Beim Jupiter wäre das egal, aber bei diesem Eisvogel hier wäre das schon blöd. Das Prisma also richtet das Bild auf. Aber hat es noch einen anderen Nutzen? Wenn Sie sich dieses Teleskop mal anschauen, dann wirkt es lang. Im Gegensatz dazu ist das Fernglas eher kompakt. Das bedeutet, das Prisma faltet auch den Strahlengang. Dadurch kann das Fernglas kompakt gebaut werden, so dass es eben in jede Tasche passt. In Ferngläsern, bei denen die Objektive weiter auseinander stehen als die Okulare, sind sogenannte Porroprismen verbaut. Ein Vorteil, ein Porroprismenglas bietet ein plastisches Bild. Nachteil, das Fernglas ist eher unhandlich. Ferngläser mit einem Dachkantprisma sind kompakter und schlanker. Das Licht reflektiert sich 5 bis 6 Mal auf engstem Raum. Diese Prismen müssen mit einer verspiegelten Fläche ausgestattet sein, an der etwas Licht verloren geht. Meist wird da auch eine Phasenvergütung aufgedampft. Sie sorgt dann wieder für eine hohe Auflösung und besten Kontrast. Der Vorteil: modernes und handliches Design. Die Ferngläser sind oft wasserdicht und mit Stickstoff gefüllt. Die beiden Okulare sitzen am hinteren Teil des Fernglases. Sie bestehen meist aus mehreren Linsen und vergrößern das vom Objektiv erzeugte Bild. Auf Ferngläsern findet man Bezeichnungen wie zum Beispiel 10x42. Die erste Zahl steht immer für die Vergrößerung, die zweite Zahl nach dem X für den Objektivdurchmesser. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten. Tja, woran erkennen Sie, was ein gutes und ein schlechtes Fernglas ist? Auf den ersten Blick gar nicht so einfach, aber mit diesen 10 Tipps testen Sie zuverlässig die Qualität. Um das Gehäuse legt sich dicht die Gummiarmierung. Sie sorgt für einen griffigen Halt und viel Schutz. Und sie muss hohe Temperaturunterschiede zwischen -30 und +70 Grad aushalten. Prüfen Sie, ob das Fernglas einen Stativanschluss und einen Trageriemen hat. Bewegen Sie die Brücke des Feldstechers. Die Mechanik sollte sich nicht zu leicht und nicht zu schwer bewegen lassen. Achten Sie darauf, dass sich die Brücke nicht automatisch durch das Eigengewicht des Feldstechers bewegt. Nun geht es um die Fokussierwalze. Ist sie leicht mit einer Hand zu erreichen, während Sie durch das Fernglas blicken? Lässt sich die Walze leichtgängig bewegen, und zwar ohne, dass sie zwischendurch schwergängig wird? Die optischen Flächen der Ferngläser sind meist mit einer Vergütung versehen. Wie schaut es damit aus? Halten Sie die Objektive unter helles Licht. Das Licht von Neonröhren ist zum Beispiel ideal. Sie sollten nun einen zarten, nicht zu intensiven bläulichen oder grünlichen Schimmer sehen. Ist die Vergütung frei von Kratzern, falls es ein gebrauchtes Gerät ist? Knallige orangerote Beschichtungen sind erfahrungsgemäß nur auf Billigferngläsern zu finden. Wenn Sie das sehen, ist meist Vorsicht geboten. Manchmal spart der Hersteller und baut zu kleine Prismen in das Fernglas ein. Die Folge: Licht geht verloren und das Fernglas leistet nicht das, was es bei einer bestimmten Größe können sollte.
Halten Sie das Fernglas in etwa 40 cm Entfernung gegen eine helle Fläche, zum Beispiel ein Fenster bei Tageslicht. Wie sehen die Austrittspupillen aus? Überprüfen Sie, ob sie vollständig rund und gleichmäßig ausgeleuchtet sind. Nur dann ist das Prisma auch groß genug. Sind sie dagegen eckig, ist das Prisma zu klein. Beobachten Sie jetzt durch das Fernglas. Wirkt das Bild klar und einheitlich und fühlen Sie sich dabei entspannt? Oder ist alles anstrengend? Ja, fast so, als würde Ihnen schwindlig werden. Dann kann es sein, dass das Fernglas nicht richtig justiert ist. Zwar verschmelzen die Seeeindrücke, aber Ihr Auge muss dabei maximale Arbeit leisten. Bei Doppelbildern sind die Seeeindrücke zu weit verschoben und die Prismen sind stark dejustiert. Visieren Sie zum Test mal eine gerade Kante an. Öffnen Sie nur ein Auge und lassen das andere geschlossen. Und dann umgekehrt. Schnell hintereinander wechseln. Wenn das Glas nicht exakt justiert ist, sehen Sie, wie die gerade Kante vertikal hin und her hüpft. Sind Sie Brillenträger? Wenn ja, dann sollten Sie sich überlegen, ob Sie Ihre Brille bei der Beobachtung tragen wollen. Checken Sie den Abstand zwischen Okular und Auge. Mit der Brille sollten es mehr als 16 mm sein. Nun geht es um die Feld- und Randschärfe. Visieren Sie ein Schild mit einem Schriftzug an. Konzentrieren Sie sich auf die Mitte des Gesichtsfeldes und stellen Sie das Bild scharf. Können Sie alles gut erkennen? Dann bewegen Sie die Buchstaben in der Mitte nun zum Rand des Blickfeldes. Wie verändert sich die Schärfe? Bleibt das Schild auch am Rand schön scharf? Ab wann verschwinden die Buchstaben? Den gleichen Test können Sie auch an einem Stern machen. Bis etwa 75% des Feldes sollte Ihr Objekt scharf bleiben. Letztendlich entscheiden Sie aber selbst, worauf es Ihnen ankommt und was Sie für das Fernglas investieren wollen. Beobachten Sie zum Beispiel einen Tannenzapfen. Im Gegensatz zum Auge sollten auch aus größerer Entfernung mit dem Fernglas noch Details erkennbar sein. Das Auflösungsvermögen ist die Fähigkeit, zwei beieinander stehende Objekte noch getrennt wahrzunehmen. Ihr Fernglas sollte ein Gesichtsfeld von 5 bis 6 Grad und ein Okulargesichtsfeld von ca. 50 Grad besitzen. Achten Sie hier auch nochmal drauf, dass das Sehfeld auch am Rand eine scharfe Abbildung besitzt. Denn wenn ab 70% des Feldes die Schärfe nachlässt, bringt Ihnen ein theoretisch sehr großes Sehfeld auch nichts. Visieren Sie den Mast einer Straßenlaterne an und bringen Sie ihn in die Mitte des Feldes. Nun bewegen Sie den Mast langsam zum Rand und beobachten gleichzeitig, ob und wie stark sich der Mast beugt. Ob Sie die Verzeichnung als störend empfinden oder nicht, hängt sicher auch davon ab, wie stark die Beugung ausfällt. Bei vielen günstigen Ferngläsern sind starke Farbsäume in der Mitte des Feldes sichtbar, die besonders dann auffallen, wenn Sie auf sonnenbeschienene Objekte blicken, wie zum Beispiel hier diese Häuserkante. Wählen Sie ein Fernglas mit keinen oder möglichst wenig Farbsäumen, denn je reiner die Abbildung, desto besser ist auch der Kontrast und die Schärfe. Das waren unsere 10 besten Tipps, damit Sie für sich das richtige Fernglas finden. Aber beziehen Sie in die Auswahl auch immer den Preis mit ein, denn natürlich kann ein günstiges Fernglas nicht genau das gleiche leisten wie ein High-End-Produkt für 2000 Euro. Wichtig auch bei den ganzen Qualitätskriterien, was sagt Ihr Bauchgefühl? Denn mit so einem Fernglas, da müssen Sie sich auch anfreunden. Das muss sich gut in der Hand anfühlen und Sie sollen jederzeit gerne damit beobachten. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und viel Freude bei der Beobachtung.